Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, um den Deep Dive in die Lyrics, in die Visuals und alles, was sonst noch zur Musik dazugehört. Hm, Heute starte ich mit diesem Video hm, die Ren Sundays. Das heißt, ich habe bis jetzt immer eher unregelmäßig gepostet und an unterschiedlichsten Tagen und werde das jetzt so aufteilen, dass einmal die Woche ein Ren-Video kommt. Und heute ist Money Game 3 dran. Auf 1 und 2 habe ich schon ein Video gemacht. Da könnt ihr gerne reingucken. Ich verlinke euch das gern. Mm, Und ansonsten geht es heute eher um die psychologische Seite, die wir uns hier in diesem Song anschauen wollen. Genau. Von daher, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr da Lust drauf habt, mehr zu sehen, dann checkt meinen Content aus und abonniert den Kanal, damit ihr auch weiteres mitkriegt. Und jetzt lasst uns loslegen. Bevor es jetzt losgeht. Also, nochmal kurz vorweg. Ich kenne den Song, ich kenne viele Sachen schon von Ren. Ich liebe Ren. Und ich würde gern quasi meine Sicht auf die Songs erweitern, beziehungsweise mit euch teilen und eure Sicht erweitern. Aber ich bin auch immer sehr bestrebt, meine Sicht zu erweitern. Und deswegen versuche ich hier so viele Layers wie möglich mit euch durchzugehen. Und dafür habe ich mir meine Notizen gemacht, was ich euch alles so erzählen möchte. Und wir fangen gleich mal hier an. Gleich am Anfang ist schon so viel von den Visuals drin, was ich mega spannend finde. Und zwar, wir sehen am Anfang Ren, der am Klavier sitzt und einfach spielt. Und zwar wundervoll, wunderschön. Und umso mehr man rauszoomt, kann man sehen, wie er so richtig in seiner Zone ist. Man erkennt ihn noch nicht, weil er diesen Beutelsack über dem Kopf hat, zusammengeschnürt mit diesem Seil. Und ich habe das schon in Money Game 1 auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, oder was heißt das Gefühl habe, dass für mich dieser Sack über dem Kopf dafür steht, dass wir geblendet sind, dass wir hinter so einer Haube sind, wo wir nicht alles mehr sehen können oder erkennen können, sondern alles nur noch durch diesen Filter läuft. Mm, Und dieses Seil tatsächlich dafür steht, dass wir mehr oder weniger an so einem Strick auch irgendwie hängen. Ne? Dass wenn wir ähm,
wenn wir versuchen, den abzunehmen, dass das Seil erstmal im Weg ist und an unserer Kehle hängt und sich bedrohlich anfühlt. Und ich finde das ganz spannend, weil wenn wir hier in diesen Punkt von System gehen, Teil des Systems, gerade eben des Money Game Systems gehen, dann ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft einfach unglaublich viel funktionieren und von den Medien und allem Möglichen die ganze Zeit auf Materialismus, auf Konsum, auf Polarisation und so weiter getrimmt sind, auch auf Mangel, so, was uns alles fehlt und was wir noch alles brauchen. Und das alles so aufgebaut ist, dass wir anfangen, im System zu funktionieren, um das auszugleichen, um das Gefühl zu haben, wir gehören dazu. Wir gehören zur Gesellschaft, wir machen unsere Arbeit gut, wir sind anerkannt, wir sind etwas wert. Weil das ist ja das, worauf es aufbaut, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben und auch damit aufwachsen, dass so wie wir sind, nicht genug sind. Mm. Und diesen Sack abzunehmen und wieder eine Sicht zu kriegen für das, was eigentlich so vor sich geht, geht immer auch damit einher, dass in uns ein Druck entsteht, dass wir nicht mehr zur Gesellschaft gehören, dass wir vielleicht nicht mehr zu unserer Familie, zu Freunden gehören, dass wir auch nicht mehr reinpassen und uns da auch nicht mehr zurechtfinden und auch nicht mehr glücklich werden drin. Dass wir deswegen quasi oft uns auch scheuen, wirklich hinzugucken. Und ein zweiter Punkt, den ich auch sehr spannend finde, ne, auch im Zusammenhang mit dem Klavierspielen. Ich hatte nämlich gedacht, so, ja, er ist genau in seiner Zone und ich musste so an, vielleicht kennt ihr den Film, ich glaube, der ist von Pixar, Soul. Da geht es auch um einen Jazzmusiker, der so immer wieder in seine Zone kommt und dann sind die tatsächlich quasi in so einer erlebten Soul-Zone, wo sie einfach so wegdriften und in ihrem Element sind, in ihrer Leidenschaft. Und daran musste ich denken und ich habe gedacht, ja, Menschen können das. Menschen sind eigentlich darauf auch ausgerichtet, dass sie so in ihrer Leidenschaft, so in ihrer Kunst oder in ihrem Interesse, was auch immer, es muss ja nicht gleich Kunst sein, ja, aber dass das, was sie wirklich interessiert, was eine Leidenschaft in ihnen hervorholt, sie in diese Zone katapultiert und Menschen dann einfach nur eigentlich das Leben leben wollen, einfach ihrer Passion nachgehen wollen und in Ruhe gelassen werden wollen. Damit sie das aber machen können, müssen sie im System funktionieren, damit sie überleben, damit sie weiterhin sicher sind, Geld kriegen und so weiter und so fort. Ne? Und das wird vom System auch ausgenutzt, dass Menschen eigentlich nur ihrem Ding nachgehen wollen, eigentlich in Ruhe gelassen werden wollen, die leichten Lösungen präsentiert bekommen wollen, damit sie einfach ihrem Ding nachgehen können und deswegen gerne die Augen verschließen und die Verantwortung übergeben. So. Und an sich ist es eigentlich kein Fehler oder keine Schwäche von Menschen, sondern eigentlich was total Schönes, dass sie einfach nur leben wollen und ihrer Leidenschaft und ihrer Passion und ihren Interessen nachgehen wollen und ihre Werte leben wollen. Aber das System ist halt so aufgebaut, dass es genau darauf eingeht und es nutzt, dass die Menschen beschäftigt sind mit anderem Kram und eben nicht hingucken, weil sie lieber nur vor sich hin leben wollen, einfache Lösungen und gut ist. So. Das fand ich sehr spannend, ne? Und dann kommt dieser Moment, wo Ren am Klavier unterbrochen wird. Von demjenigen, der dann übernimmt. Und man kann richtig sehen, wie ihn das rausbringt, wie ihn das so völlig so, hä? Und er irrt dann quasi so ein paar Schritte nach hinten. Und in dem, was ich gelernt habe, nennt man das Separator. Also etwas, was einen Zustand, eine Trance unterbricht. Und das wiederum könnte dafür stehen, als Metapher in dem Video, dass Ren aus seiner Trance, aus seiner Zone rausgeholt wurde und plötzlich merkt, huch, wo bin ich hier eigentlich, was mache ich hier eigentlich, was passiert hier? Und quasi dann vor diesen Spiegel stolpert und versucht, sich dort drin zu sehen. Aber dann bemerkt, ich kann mich gar nicht wirklich sehen. Ich habe diesen Sack da auf. Und das ist so ein bisschen das, ne? Wir verlieren uns in diesem System und wissen am Ende gar nicht mehr so richtig, wer wir sind, weil wir die ganze Zeit vorgegeben bekommen, was wir sind, was wir brauchen. Ja? Wir sind Arbeiter, wir kriegen ganz viele Rollen, Familienmensch, Mutter, Angestellte, Selbstständige, was auch immer, Freundin, Tanzen, was auch immer. So. Mm. Und uns wird vorgegeben, wie wir ein gutes Leben leben können, wie wir glücklich sein können. Und wir denken nicht mehr für uns selber nach, wer bin ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, wo ist meine Individualität.
Und wenn wir dann in den Spiegel gucken und uns die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, dann antworten wir ganz viele von diesen Rollen und diesen vorgegebenen Sachen. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie nicht so richtig so an, als wüsste ich, wer ich bin. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Und in dem Moment, wo Ren diesen Sack abnimmt und das Seil löst, kann er sich im Spiegel sehen und plötzlich so, Haare wieder zurecht machen, aufrichten. Und plötzlich wird er vom Teil des Systems zum Geschichtenerzähler und wird uns gleich die Geschichte erzählen. Von Jimmy, genau. Ähm, und das ist noch der letzte Punkt, und dann machen wir auch weiter. Das, was ich so spannend fand, ist auch dieser Moment, wo er aus dieser Trance gerissen ist. Wenn wir das jetzt in den Alltag oder in das normale Leben integrieren, was könnte das sein, was uns aus diesem System ausbrechen lässt oder rausholt, verwirrt? Das können unterschiedliche Sachen sein, wo wir plötzlich nicht mehr normal funktionieren. Überarbeiten, Burnout, Krankheit, Depressionen, was auch immer, wo wir merken, oh shit, irgendwie funktioniere ich nicht mehr so. Und dann fangen wir an, die Dinge zu hinterfragen. Nicht immer, aber oft genug. Oder generell irgendein Unfall, wo ich plötzlich nicht mehr das machen kann, was ich vorher gemacht habe, womit ich mich vielleicht vorher abgelenkt habe. Und plötzlich merke ich, okay, was ist denn eigentlich, worum geht es mir denn eigentlich? Was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Es kann auch sein, dass irgendjemand verstorben ist. Und das holt mich komplett raus. Ein Partner von mir, Elternteil, was auch immer. Und das holt mich aus dieser Trance. Manchmal ist es auch, dass wir plötzlich irgendein Buch in die Hände kriegen, was uns die Augen öffnet und plötzlich in uns so ein, ach krass, ja. Es könnte zum Beispiel George Orwell, das 1984 sein, was uns plötzlich eine Erkenntnis gibt und uns wachrüttelt. Genau, und ich glaube, dass das der Moment ist, den Ren da widerspiegeln wollte. So zumindest erstmal meine Theorie. Und wenn ihr andere Theorien habt oder mehr wisst, vielleicht weil Ren selber was dazu erzählt hat, dann droppt mir das gerne in die Kommentare. Genau, aber ich glaube, ich habe jetzt soweit alles. Von daher, lasst uns weiter gucken. Diese Stimme, ne? Let me tell you a story about a boy named Jimmy. 1 year old and his first words were mine, mine, gimme. 2 years old he was walking, 3 years old walking quickly. 4 years old he was running round the pavements of his city. 5 years old and his daddy told him, listen here son, you gotta learn to be a man. A man, he works for what he wants. 6 years old and he's reading, writing, top of the bunch. And when he's 7, his progression made him student number 1. 8 years old and he's praised for unusual grades. 9, his parents paid for private school to nurture the flame. 10, 11, 12, 13, he... Ja, so. Lasst uns das mal durchgehen. Da ist ja schon so viel enthalten. Wenn wir jetzt mal ins Alter gehen, ja, und wir fangen mit 1 Jahr an, hier. Und die ersten Worte waren mein, gimme. Finde ich das ganz spannend, weil man kann zum einen, man kann es auf 2 verschiedene Ebenen bringen. Zum einen könnte man sagen, naja, wenn wir hier in dem Money Game sind, dann geht es quasi darum, aha, es fängt schon sehr, sehr früh an. Warum fängt es früh an? Das kriegen wir beigebracht, schon in so jungen Jahren. Und ich habe das öfter inzwischen gesehen, dass es Eltern gibt, die überfordert sind oder die selber ständig abgelenkt sind, nicht die Konzentration haben. Und das Kind will aber Aufmerksamkeit. Das Kind will Liebe und Zuwendung. Und die Eltern können das nicht mehr so geben. Und das, was dann passiert, ist, dass das Kind abgelenkt wird. Entweder mit, hier hast du das Handy, guck dir mal da die Serie an, guck mal, was da passiert, haha, voll spannend und so, damit die Eltern weiter ihr Ding machen können. Oder manchmal ist es hier, da hast du was zu essen. Ablenken mit irgendwas Spannendem zu essen oder irgendeinem Spielzeug. Und das Kind lernt, dass, wenn es Aufmerksamkeit sich wünscht, wenn es sich Liebe wünscht, dass es dann sowas braucht und nicht die menschliche Zuneigung. So, es lernt es umzulernen quasi. Und ankert es quasi auf diese Gegenstände oder auf die Materialien oder eben auf Essen. So, wie viele Leute, wenn sie sich einsam fühlen, essen viel. Ja, das fand ich sehr spannend. Und gleichzeitig der zweite Punkt dazu.
inwiefern ist es auch einfach biologisch in uns angelegt? Ich meine, wir Menschen kommen als Babys auf die Welt und wir wollen die Welt erkunden. Wir wollen alles anfassen, wir wollen alles riechen, wir wollen alles schmecken, wir wollen uns selber spüren, wir wollen das, was wir sehen, spüren. Später wollen wir dann anfangen, unsere eigenen Möglichkeiten, unsere eigene, wie nennt man das? Wenn ich, Mann, verdammt. Ich komme tatsächlich nicht auf das Wort. Aber wenn ich mich selbst erleben will, wie ich etwas bewirken kann, ähm, wie ich Einfluss auf die Welt nehmen kann, ne? Und das mache ich dann zum Beispiel, indem ich Dinge nehme und sie wegschmeiße oder sie mir nehme oder sie irgendwo gegendrücke oder sie irgendjemand anderem drücke, an jemanden ziehe oder was auch immer. Was hat das für einen Einfluss auf meine Umgebung und auch auf mich? Und das ist die natürliche Neugier und auch eben, ne, dieses, um zu erkunden, muss ich es haben. Und das heißt, es ist nicht auf einer Gier basierend, sondern es ist auf einem natürlichen Entdeckermodus und einem natürlichen, nicht pathologisierten Narzissmus aufbauend. Also wir haben ja als Babys nur eine Selbstwahrnehmung. Wir können uns noch nicht in andere hineinversetzen. Die Welt dreht sich nur um uns und um das, was wir direkt in unserem Umfeld wahrnehmen können. Viel weiter geht das gar nicht. Und das ist total in Ordnung. Und mit der Zeit verändert sich das. Und wir kriegen ein bisschen mehr Perspektiven von anderen mit. Aber auch das wird quasi viel genutzt im Rahmen von, hier hast du ganz viel Kram, ne, dieses ständige Bedürfnisbefriedigung, dass wir ganz viel haben, ganz viel kriegen können. Und dass es auch wichtig ist, ganz viel zu kriegen. Das heißt, es könnte auch eine Anspielung darauf sein, wie aus diesem biologischen, natürlichen, was wir in uns tragen, Gier entsteht, sozusagen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, hatten wir das jetzt schon? Ja, hatten wir. 5 Jahre alt. Der Vater sagt ihm, you gotta learn to be a man. Und ein Mann arbeitet für das, was er haben will. Das ist schon der erste Einfluss, der erste Glaubenssatz. Weil wir lernen von unseren Eltern. Eltern sind Autoritätspersonen. Sie wissen, für uns als Kinder wissen sie alles vom Leben. Sie sagen uns alles, sie geben uns alles. Wir sind von ihnen abhängig. Und wir idealisieren sie. Wir können noch nicht sehen, was sie auch für Fehler haben und wo ihre eigenen Schwächen sind. Und deswegen nehmen wir sie quasi für bare Münze. Wir geben ihnen das Wahrheitszepter, könnte man sagen. Meine Güte, meine Haare nerven mich heute wieder. Kleinen Moment. Also, das heißt, er lernt als erstes von seinem Vater, aha, ich muss ein Mann werden und ein Mann arbeitet für das, was er haben möchte. Also ist das, was er will, okay, wenn ich den Respekt meines Vaters haben will, muss ich halt hart arbeiten, damit ich ein richtiger Mann werde. Und das kriege, was ich will, was auch immer das ist. Vielleicht ist es erstmal das, was mein Vater will. Was will mein Vater eigentlich? Und natürlich ist das, was der Vater ihm sagt, wiederum auch etwas Erlerntes. Ne? Der Vater war ja auch mal Kind. Oder vielleicht hat er es auch als Erwachsener bestimmte Dinge gelernt, durch bestimmte Erfahrungen, die er gemacht hat, die in ihm zu dieser Idee geführt haben, dass ein Mann so handeln muss, so arbeitet. Und erst dann, wenn du das erreicht hast, was du willst, was auch immer das bedeutet, da kommen wir noch zu, dann bist du ein richtiger Mann, ansonsten nicht. So. Und Jimmy wiederum interpretiert das für sich. Aber im ersten Moment, gerade in diesem Alter, will er einfach nur seinem Vater gefallen und es richtig machen, damit sein Vater ihn liebt und stolz auf ihn ist. Genau. Lass uns weiterhören. I learned to be a man.
A man, he works for what he wants. 6 years old and he's reading, writing, top of the bunch. And when he's 7, his progression made him student number 1. 8 years old and he's praised for unusual grades. 9, his parents paid for private school to nurture the flame. 10, 11, 12, 13, he ascends and ascends. His daddy tells him, son, money is the means to all ends. 14. Das heißt, der kleine Jimmy hat aus dem Glaubenssatz gemacht, okay, ich muss ganz viel schaffen, ich muss ganz viel gut sein, um diese Anerkennung zu kriegen, um dieser Mann zu werden. Wahrscheinlich gibt es noch andere Glaubenssätze, die er dann hört. Du brauchst ganz viele Noten, um das zu kriegen, also gute Noten, um das zu kriegen, was du kriegen willst. Und erst dann bist du ja ein Mann. Das heißt, er lernt und lernt und lernt und wird der Beste in seiner Schule, weil das ist das, was zu Hause gern gesehen wird und was den Vater stolz macht. So. Und vielleicht ist er auch einfach, wie wir ja später auch sehen werden, einfach ein intelligenter Junge, der schnell Dinge verarbeiten kann, verstehen kann und deswegen auch einfach schnell gute Noten kriegt. Ne? Gerade in der Grundschule fällt es manchen Kindern wesentlich einfacher, gute Noten zu kriegen. Und erst später wird es immer schwieriger mit dem Lernen und allem. Und dann kommt der Vater wieder um die Ecke und sagt, Money is the means to all ends. Also der Geld ist der Weg zu allen Zwecken, zu allem, was du dir erträumst. Und dann so dieses, okay, wenn ich ein Mann sein will, dann muss ich ja dafür arbeiten, dass ich das kriege, was ich will. Und um das zu kriegen, was ich will, muss ich arbeiten und mit Arbeit kriege ich Geld. Und Geld ermöglicht mir dann wieder das, was ich haben will. So funktioniert das also. Und vorher haben ja natürlich noch die stolzen Eltern ihm diese Private School finanziert, um das Licht, was er da quasi, oder jetzt fehlt mir die Übersetzung, Nurture the Flame, um die Flamme quasi, die in ihm brennt, von Wissen, von Vorwärtskommen, von Motivation und so weiter am Brennen zu halten. So. Und und wie gesagt, und genau darin kommt dann der nächste Glaubenssatz, den er wieder mitnimmt, damit der Vater ihn auch wirklich liebt. So. Genau. Weiterhören. Ascends. His daddy tells him, son, money is the means to all ends. 14, solving complex mathematical equations. At 15, IQ 150, still elevating. 16, he develops complex software code that detects weaknesses in cybersecurity protocols. 17, and he sells his vision, keeping the share. Not yet an adult, but he's practically a millionaire. 18, and his daddy tells him, now you're a man. This world don't give a damn about you, so take all that you can. Und da kommt er schon wieder um die Ecke, der gute Papi, und speist ihm die nächste Information ein. Ja, es zeigt einfach so schön auf, wie es funktioniert, ne? Wie wir unsere eigene Lebensrealität, unsere eigenen Glaubenssätze von der Welt entwickeln, wie viel wir auch übernehmen und erlernen, was gar nicht unsers ist, so, sondern der Vater wird ja seine Geschichte damit haben. Das ist gar nicht Jimmys Geschichte. Aber mit diesem hohen Einfluss saugt Jimmy alles auf, was sein Vater ihm zu sagen hat. Wir wissen auch gar nicht, was ist der Vater für jemand? Ist das auch jemand, der sein Leben lang hart gearbeitet hat, der vielleicht selber viel Geld hatte? Oder ist es jemand, der auch viel gearbeitet hat, aber nie viel Geld gemacht hat und nie aus der Armut zum Beispiel rausgekommen ist? Und Jimmy war dann, da muss ich noch härter arbeiten. Oder ich muss mindestens genauso hart arbeiten, damit ich entweder das weiterführen kann, was mein Vater bereitet hat als Vorbild, oder damit es mir besser geht als meinem Vater oder uns irgendwann besser geht. Das spielt auch immer eine Rolle. So. Genau. Und wir haben hier mit Jimmy anscheinend jemanden, der eine gute Intelligenz mit sich bringt, der Mathe-Genie ist, der später Software entwickelt und diese frühzeitig verkauft, ich glaube mit 16 oder 17, und ordentlich viel Kohle macht und dann eben den nächsten Glaubenssatz um die Ohren kriegt. Jetzt bist du ein Mann, jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du ordentlich Kohle, jetzt hast du dein Projekt, dein Baby verkauft und hast Einfluss und Macht mit Geld. Und
Es nützt dir aber nichts, dass du jetzt ein Mann bist, weil die Welt wird eh nichts auf dich geben. Also sieh zu, dass du auch auf die Welt scheißt und einfach so viel wie möglich versuchst zu nehmen und zu kriegen. So. Und da ist die Frage, ne? Ist tatsächlich Jimmy derjenige, der von Anfang an derjenige ist, der gierig ist? Ist es der Vater, der gierig ist? Inwiefern haben wir Gier gelernt? Was ist noch das Biologische? Ich glaube nicht, dass wir mit Gier an sich geboren werden, so, sondern eben genau diese biologische Grundform von gesundem Narzissmus. So. Aber wir lernen eben auch, dass das System, dass die Welt nichts auf uns gibt. Es sei denn, wir haben viel Geld, wir haben Einfluss, wir haben Macht, dann hört man auf uns. Und dann regieren wir die Welt und können tun und lassen, was wir wollen. Also versuchen wir irgendwie irgendwas von Macht zu kriegen. Genau. Und so geht er in die Welt und arbeitet fleißig, weil das, was er erreicht hat, das reicht ja noch nicht. Auch wenn er schon quasi ein Millionär ist. Aber ja, man muss noch viel mehr nehmen. Und dann mit 22 lernt er, naja, die Wahrheit steht eigentlich dem Erfolg oder dem Wohlstand im Weg, weil da kommt man nicht so weit. Mit Betrügen und Belügen kommt man viel weiter. Ne, Zahlen, Daten, Fakten, ein bisschen biegen, ein bisschen manipulieren und dann kriege ich noch mehr Geld und noch mehr Macht. Aha, dann ist mein Vater noch stolzer auf mich. Ja, weiterhören. And now you're a man. This world don't give a damn about you, so take all that you can. 19, he turns a profit, stocks and shares, invest in product. 20, double down deposits. 21, his income rockets. 22, he learns the truth is just an obstacle to wealth. If you manipulate the data, then the lie will sell itself. 23, a life of luxury, crystal and cocaine. 24, he makes the Forbes list, they're applauding his name. 25, and his daddy tells him, listen here, son, while you're sitting in that palace, that don't mean that you won. 26, a business shift, he switches business to arms. He's 27, dealing nuclear and shells in Iran. 28, inside the Senate, money bought him a seat. He's 29, a role of counsel in the president's suite. Now he's 30, his daddy says you're losing the race. You're just a servant to the king, not even in second place. 30. Auch hier mehrere Sachen. Über den Song, während ich ihn vorbereitet habe, ging mir der Vater immer mehr auf den Geist. Ich habe echt gedacht, Alter, halt die Klappe. Und gleichzeitig kann man natürlich auch den Menschen dahinter sehen, oder ich erstmal auch. Aber was mir gerade noch kam, während ich geguckt habe, ne? Alle in dem Video haben ja immer noch diesen Sack auf dem Kopf mit der Schlinge drumherum. Und das ist ganz spannend, weil zum einen, also wir haben hier den Erzähler, der ja ausgebrochen ist. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, verkörpert er auf einer Ebene auch irgendwie Jimmy. Ne? Also gerade jetzt im letzten Part, wo er dann den Sekt trinkt und Geld und so weiter gibt. Das heißt, er ist auch in der Rolle von Jimmy, würde ich behaupten. Und trägt auch nicht diesen Sack. Vielleicht ist das auch ein Gedanke, dass Jimmy bis zu einem gewissen Grad durchschaut hat, wie das System funktioniert. Und deswegen diesen Erfolgsweg gehen kann. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Entschuldigt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auch ein interessanter Gedanke. Naja, wir schauen mal weiter. Was habe ich noch aufgeschrieben? Also das, was wir sehen, ist auf jeden Fall, es hört nicht auf. Noch mehr und noch mehr und noch mehr. Noch eine Stufe höher, noch mehr Macht, noch irgendwas drauf. Es geht bis in die Politik rein. So. Und das, was dann passiert ist, dass der Vater wieder um die Ecke kommt, so, naja, aber du verlierst trotzdem, weil du bist ja noch nicht mal Präsident. Das heißt, du bist immer noch nicht safe. You're losing the race. Und das ist ganz spannend, weil sich hier was widerspiegelt, wo man vielleicht annehmen könnte, dass das Problem des Vaters eine echte Angstgeschichte ist. Vielleicht hat der Vater gelernt,
Es kann jederzeit irgendwas passieren, wo ich komplett raus bin, wo ich aus dem Spiel falle, wo ich nicht mehr funktioniere, wo ich von ganz, ganz oben richtig tief falle. So. Und wo ich mein Geld komplett verliere, mein Business komplett verliere und es gibt keinen Moment, wann ich safe bin. Ich kann jederzeit immer noch verlieren. Es reicht noch nicht. Und es ist die Frage, ob es überhaupt irgendwann reichen könnte. So. Und vielleicht, das fand ich auch nochmal ganz spannend, worum geht es dem Vater noch, wenn es, also zum einen diese Angstgeschichte, dass er eigentlich möchte, dass es seinem Sohn gut geht. Es kann aber auch sein, dass der Vater so in Angst ist vor dieser Armut und selber auch in so eine Gier kommt, ne? So in dieses, was im Sinne von sich mit den Federn von seinem Sohn schmücken, um sich selber aufzuwerten. Da könnte man wieder darüber nachdenken, ne? Was glaubt der Vater, was hat er für einen Wert, wenn sein Sohn nicht wäre? Gibt er sich überhaupt einen Wert? Oder wertet er sich nur über seinen Sohn auf, der was geschafft hat? Oder gibt es ihm quasi eine wichtigere oder bessere Rolle als Vater? Ich bin ein guter Vater, weil mein Sohn hat es geschafft. Der ist ganz oben. Und es ist aber immer noch nicht, es ist nie genug, weil es könnte ja, er stellt sich immer noch selbst in Frage. Sein eigener Wert wird ja nie genug sein, weil sein eigener Wert wird ja nur in seinem Kopf ein bisschen aufgewertet, aber nicht wirklich durch den Sohn. Und deswegen ist es auch nie genug, weil er spürt immer noch die eigene Wertlosigkeit. Aber er projiziert es halt auf seinen Sohn. Ja. Was haben wir noch? Nee, ich glaube, wir gucken erstmal noch weiter. Wir haben's. 29, a role of counsel in the president's suite. Now he's 30. His daddy says you're losing the race. You're just a servant to the king, not even in second place. 31, a big maneuver for his daddy's approval. Moving imports over borders from the exports out of Cuba. 32, moving grams, growing kilos to tons. He's 33, filling warehouses with powder and guns. 34, turf war with nobody to stop it. Blind eye from the po-po inside of his pocket. He gets the call. I'm sorry, son, but it's your father. Had a heart attack. I'm sorry, he's gone. 36, getting pissed up, abusing his product. 37, eyes glazed, disposition demonic. 38, with a prostitute, a moment of passion. Heating up a silver spoon and then chasing the dragon. 39, getting reckless and hungry for power. Daddy's words are still driving him to kill and devour. Okay, hier mache ich mal Stopp, weil wir haben ist schon wieder so viel drin. Ich fand das so spannend, weil ich habe mich am Anfang gefragt, wir sehen ja hier einen Weg von jemandem, der anscheinend sehr intelligent ist, sehr früh Erfolg hatte mit seiner Begabung für Mathematik, Softwareentwicklung, dadurch schnell Geld gemacht hat und anscheinend sehr schnell verstanden hat, wie das System funktioniert, um immer mehr aufzusteigen. Wie wäre es jemandem gegangen, der vielleicht nicht so intelligent und begabt gewesen wäre? Der aber genau den gleichen Vater-Glaubenssatz gehabt hätte. Wie wäre der damit umgegangen? Hätte er versucht, ganz viel zu arbeiten, Doppelschichten, mehrere Jobs und so weiter, um ganz viel Geld ranzukriegen und vielleicht dadurch aufzusteigen in kleinen Stufen? Oder hätte er angefangen zu betrügen, zu stehlen, also in die Kriminalität zu gehen, Drogen zu verkaufen, um an Geld zu kommen, schnell und dadurch an Macht. Vielleicht wäre er irgendwann in Resignation gegangen und depressiv geworden und hat gesagt, ich kann es eh nicht schaffen, ich schaffe es eh nicht, meinen Vater glücklich zu machen und gut genug zu sein, ich bin zu blöd oder was auch immer. Und wäre dann vielleicht selber in eine Drogensucht auch gefallen, ne? Und hätte gar nichts mehr hingekriegt. So, das wären auch Möglichkeiten gewesen, was mit Jimmy hätte passieren können. Und ich finde das so spannend, weil jetzt nämlich, obwohl er diesen Weg gegangen ist von Intelligenz, von Macht immer mehr, Macht immer mehr, Macht, er am Ende dennoch jetzt quasi zum einen vorher schon darin gelandet ist, dass er kriminell geworden ist, dass er angefangen hat zu belügen und zu betrügen, zu manipulieren. Also auch, obwohl er diese Macht schon hatte.
und diese Intelligenz. Und nachdem er erfahren hat, dass sein Vater verstorben ist, selber in die Drogensucht abgerutscht ist, in die, vielleicht nicht gleich Depression, aber schon in eine Sinnlosigkeit auch. Das heißt, es ist ganz spannend, obwohl die Wege unterschiedlich verlaufen hätten können, spielen diese Punkte irgendwie immer wieder eine Rolle. Und das ist irgendwie wie so ein Kreislauf. Und es zeigt quasi auf, wo dieses System, dieses Money Game hinführt, wenn wir das zu doll mitspielen und zu sehr davon beeinflusst werden. Das fand ich eine ziemlich coole Geschichte. Und was ich auch spannend fand, er sagt ja, dass Jimmy reckless geworden ist, also rücksichtslos, unvorsichtig, und hat dann einen Move gegen das Kartell gemacht. Mit 39 oder so. Also da war sein Vater 4 Jahre tot und er fühlte sich schon leer und hat seine Drogen genommen und unvorsichtig geworden. Und man könnte jetzt zwar sagen, naja, der Move gegen das Kartell könnte weiter der Versuch gewesen sein, noch mehr Macht zu kriegen. Es kann aber auch sein, dass dieser Move gegen das Kartell ist ja, wie gesagt, sehr unvorsichtig und sehr extrem. Aber es schüttet eine Menge Adrenalin aus. Und vielleicht ist das sein Versuch, sich wieder zu spüren, wieder irgendwie ins Leben zu kommen, wieder irgendwas zu machen. Und das, was er halt kennt, naja, dann macht er das halt ein bisschen extremer. Es kann sein, dass es ich bin immer noch der Mann ist. Ich bin immer noch jemand, der Erfolg hat. Immer noch jemand, der Macht hat. Ich muss meine Macht beweisen. In meinen normalen Positionen kann ich das nicht mehr. Also muss ich so einen extremen Move machen. Genau. Oder eben, dass er merkt, ey, ich bin total abgerutscht in meinen Scheiß. Und wenn ich schon falle, dann wenigstens mit einem Knall. Dann trete ich wenigstens richtig ab wie so ein Mann oder so. Genau. Lasst uns weiterhören. Reckless and hungry for power, Daddy's words are still driving him to kill and devour. Makes a move against the cartel, but the strategy's flawed. They retaliate and leave him in a hospital ward. A bullet buried in his vertebra and one in his leg. The doctor sighs and says, I don't think you'll be walking again. Fuck. Let me tell you a story about a boy named Jimmy. He was 40 and he cursed the words, mine, mine, gimme. 41 he wasn't walking, 42 not walking quickly, 43 never running round the pavements of his city, 44 inside a palace with a mountain of gold. But those riches turn to rubble when perspective evolves. Weighing heavy on his conscience is the value of gold. Lamborghini for a life, trading money for souls. Jimmy followed the code inside the land of the free. Put your hand inside the cookie jar, take more than you need. And his example is exaggerated versions of me. And it's a version of him, and it's a version of she, and it's a version of you. There's no escaping the blame. The way we live is parasitic. Fuck the money and fame. Cut the music. This isn't entertainment. This is real life. The way we live is lunacy, community, it declines. Hyperpolarized, always fighting, then we divide. Truth is less important than the money that we designed. Money's an invention. Politics from our invention. They all come from people's ideas. Did I mention? Border's an invention. Law and order fuel the tension. It leads to people killing each other. My solution?
everything is subject to change. We could build utopias if individuals were taught to use their brains. But if we teach kids in schools to always be sheep and put themselves before the herd if there's more money for me, then there's no future I see where the humans survive with parasites inside a petri dish with cannibal minds. Mold will grow upon the surface and consumes till it dies. And our fate could be the same without this story to the wise. "45. Jimmy comes home out of the rain, soaking wet upon a wheelchair, drinking again. He is everything he wants, he is fortune and fame. He's a fortunate fool with an unfortunate fate. With a 45 caliber aimed at his brain. 45 a fitting number cause his age is the same. Here's the words of his father, it's such a damn shame. Then he presses on the trigger of a money game." Ich habe es durchspielen lassen, weil ich das eine unglaublich wichtige Passage finde. Und ich will auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich finde, er hat es so auf den Punkt gebracht. Und da gibt es gar nicht so viel drüber zu philosophieren. Sondern es ist eine ganz klare Message an uns. So. Und da brauche ich nicht verschiedene Schichten und Bedeutungen auftun. Die Bedeutung ist ganz klar. Das, was ich noch mitgeben möchte, ist, am Ende verflucht Jimmy die Wörter mein, gimme. Seine Perspective evolves, also seine Perspektive hat sich erweitert. Und es könnte genau dieser Punkt sein, der Wachrüttler, ne? Dieser Unfall oder diese Verletzung, die er hatte, dass er nicht mehr gehen konnte. Dass er angefangen hat, auch den Sack vom Kopf zu nehmen und zu verstehen, oh shit. Es kann auch sein, dass er es nicht verstanden hat und einfach nur in einer Depression gelandet ist, weil er seinen Daddy nicht mehr stolz machen konnte, weil er nicht das erreicht hat. Weil er sagt, er hört immer noch die Stimme seines Vaters in ihm. Und vielleicht ist er immer sein Leben lang in diesem Spiel geblieben und hat deswegen am Ende den Abzug gedrückt. Und vielleicht hat er plötzlich gesehen, wie er sein Leben gelebt hat und dass das Teil dieses Spiels war, dieses Money Games. Wie sehr er beeinflusst war von seinem Vater, von den ganzen Glaubenssätzen, von diesem einfach nur Funktionieren, von diesem Mangelerlebnis, von du brauchst noch mehr, du musst noch dies, du musst noch jenes schaffen, damit du dann glücklich bist oder genug wert bist. Damit du dann einfach sein kannst, wer du bist und nicht noch irgendwas dafür leisten musst. Aber vielleicht war dieses Erwachen für ihn so prägnant, so erschreckend, also einfach zu viel auch, ne? Dieses, ey, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Wo bin ich jetzt gelandet? Dass er in dem Moment nicht über weitere Möglichkeiten für sein Leben nachdenken kann. Weil er auch immer noch die Stimme von seinem Vater hört, ne? Dieses, es ist noch nicht genug, du musst noch mehr schaffen. Es kann immer noch alles zu Ende gehen und er kriegt diese Stimme vielleicht nicht weg. Und vielleicht sagt die Stimme ihm auch, ey, du kannst jetzt nichts mehr schaffen, bist nichts mehr wert. Kannst du auch Schluss machen. Na, also wir internalisieren ja diese Stimmen und machen dann unsere ganz eigene Version davon draus, die meistens noch mal ein bisschen krasser ist als das, was wir von der tatsächlichen Person zu hören bekommen haben. Und vielleicht drückt er deswegen auf den Trigger, weil er merkt irgendwie, er ist so verzweifelt und er kommt nicht aus dieser Nummer raus. Und gleichzeitig sieht er, wie sinnlos das alles war, alles, was er da gemacht hat, also sinnlos im Sinne von, dass es nicht ihm gedient hat und wer er sein möchte. So. Ja. Und das, was am Ende für mich bleibt, was wollen wir unseren Kindern beibringen in unserer Gesellschaft?
Was willst du deinen Kindern beibringen? Ich lasse es so stehen. Ähm, genau. Ich würde gern, wenn ihr Gedanken dazu habt, gerne in die Kommentare. Ähm, ich antworte auf jeden Fall drauf. Ich bin super gespannt auf eure Meinungen, auf eure Ideen. Habe ich irgendwas übersehen? War ich euch eine Textzeile besonders wichtig, auf die ich nicht eingegangen bin, auf die ihr nochmal hinweisen wollt? Genau. Und auf was soll ich als nächstes reacten? Wie gesagt, jeden Sonntag wird es jetzt ein Ren-Video geben. Ein paar habe ich schon. Guckt gerne im Repertoire nach. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich freue mich.